Wenn 96% oder 99,4% der Wissenschaftler sagen, das ist so, dann muss man sich darauf einigen und darauf mal hören. Diskussion ist immer wichtig, aber wenn es eine Meinung gibt, die faktisch richtig ist, dann sollte die ja nicht geleugnet werden. Wie viel CO2 in der Atmosphäre ist? Was meinst du, wie viel? Oh, das weiß ich nicht. Also so genau, keine Ahnung. Okay. Aber bestimmt viel. Wollen Sie interviewen oder wollen Sie ein Statement abgeben? Wir sehen, wir werden hier beim Interview unterbrochen von der Ordnerin. Klingt so nach Schwachsinn, das kann ich gar nicht aushalten. Und damit Flugzeuge, hoch für den Klimaschutz und damit Flugzeuge. Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Große Freiheit TV. Wir sind heute in Hamburg beim Rathausmarkt und wie ihr hinter mir seht, ist hier wieder Fridays for Future. Wir waren ja schon mal vor ein paar Monaten hier. Auf jeden Fall, jetzt sind Schulferien, jetzt sind auch deutlich weniger Leute da. Ich sag mal circa ein Zehntel oder sogar ein Zwanzigstel. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich war beim letzten Mal nicht da. Insofern kann ich gar nicht sagen, ob das jetzt tatsächlich weniger geworden ist. Das muss man fairerweise sagen. Paulo, warum bist du heute hier? Weil meine Tochter sich fürs Klima einsetzt und ich das sehr unterstützenswert finde und dann mitmarschiere. Okay. Bei welchen Quellen informiert ihr euch denn so über das Thema Klimawandel? Also ich gucke Nachrichten, Tagesthemen, ich höre den ganzen Tag NDR Info und sie informiert sich auf YouTube, denke ich mal, und im Internet. So. Also Christine, warum bist du heute hier? Ja, ich wollte es mir einfach mal angucken. Also eine Nachbarin von mir, die ist irgendwie so in der 4. Klasse und kommt halt regelmäßig her und schwänzt dafür halt auch die Schule und erzählt immer ganz begeistert und singt die Lieder und ich wollte es mir halt einfach mal angucken. So. Wie weit hast du dich denn schon mit dem Klimawandel beschäftigt? Was sind deine Quellen? Was schaust du dir da an? Also ja, ich informiere mich schon, auch im Internet, spreche viel mit Freunden drüber. Genau, also ich versuche halt selber auch tatsächlich ein bisschen darauf zu achten, irgendwie nachhaltiger zu leben. Achte schon drauf, dass ich irgendwie nicht so viel Verpackungsmüll habe. So in die Richtung tue ich halt auch schon was. Ja. Hey Luke, warum bist du heute hier? Ich bin hier, um für mehr Klimaschutz zu streiken. Okay. Was gibt es denn für Quellen, wo du dich da informiert? Zurzeit gucke ich mir sehr viel Thilo Jung an. Kennt ihr vielleicht auch Interview auf YouTube, Pressekonferenzen immer sehr gut. Ich lese zurzeit auch, also seit ich mit dem Klimawandel mich auseinandersetze, lese ich sehr viel mehr. Finde ich auch ganz gut. Ja, und sonst natürlich bekommt man durch die Leute, mit denen man in Kontakt kommt, durch das Organisieren von Fridays for Future natürlich auch sehr viel mit, weil alle sind in diesem Thema irgendwie drin und jeder hat dem anderen was Neues zu berichten. Jetzt gibt es ja auch da einige Kritiker, was den menschengemachten Klimawandel angeht. Hast du dich schon mal mit denen beschäftigt? Mit Leuten wie der AfD? Es gibt ja auch der ehemalige Präsident hier vom Max-Planck-Institut in Hamburg, der ist auch zum Klimaskeptiker geworden. Es gibt auch Nobelpreisträger, es gibt ganz viele Wissenschaftler, die da was anderes sagen. Hast du dich schon mal mit den Positionen beschäftigt? Ja, aber es gibt ja nicht ganz viele, sondern es sind, glaube ich, 0,6% der Wissenschaftler. Das ist so erbärmlich wenig, dass das nicht ernst zu nehmen ist. Auf welche Studie berufst du dich da? Auf Informationen eben genau aus den Tagesthemen und von NDR Info. Und das sind für mich... wir müssen uns auf eine Wahrheit einigen und ich finde, es ergibt Sinn, die öffentlichen Medien dafür zu nehmen, weil auf irgendwas müssen wir uns einigen, sonst zerrupfen wir uns die ganze Zeit und das halte ich für total dumm. Hast du dich auch mit den Kritikern des menschengemachten Klimawandels beschäftigt? Ja, mit der AfD zum Beispiel oder die den Klimawandel leugnen oder? Ich sag mal, hier in Hamburg gibt es ja das Max-Planck-Institut, das renommierteste Institut für Klimaforschung. Und da der ehemalige Direktor, der gehört auch zu den Klimaskeptikern. Es gibt Nobelpreisträger, es gibt ganz viele Wissenschaftler, die sagen, ja, das hat alles nicht viel mit Wissenschaft zu tun. Nee, mit denen setze ich mich nicht so auseinander. Und die AfD auch. Ich meine, okay, Frauke Petry ist ja jetzt nicht mehr Mitglied, aber Frauke Petry ist promovierte Physikerin gewesen. Die hat ja damals auch oft öffentlich darüber debattiert. Hast du dir mal angehört, was Frauke Petry dazu gesagt hat zum Beispiel? Nee, jetzt sie speziell nicht. Aber ich weiß ja, dass die AfD irgendwie ja zum Teil das einfach nicht so einsieht, ne? Dass es den Klimawandel gibt und ja, das kann ich halt nicht verstehen, ne? Also kann ich null nachvollziehen. Bei Thilo Jung fällt mir gerade ein, der hat ja öffentlich bei Twitter gesagt, dass man Klimaleugner nur diffamieren soll und nicht mit ihnen reden soll. Was hältst du davon? Diffamieren würde ich jetzt nicht sagen. Also Klimaleugnern sollte man eigentlich am besten das entgegensetzen, dass man, wenn man schon Argumente hat, dass man die auch vernünftig entkräftet, weil dann haben sie ja nichts mehr groß zu sagen, was überzeugen kann, wenn man logisch argumentieren kann, dass das eigentlich falsch ist. Who are we? Fridays for Future. What do we want? Climate justice. When do we want it? Now.
es denn in Wissenschaft um Konsens oder um Wahrheit? In Wissenschaft geht es um Wahrheit und um Forschung und um Erkenntnisse. Und das ist ja nie der letzte Stand der Dinge, aber es ist der derzeitige Stand der Dinge und auf den müssen wir uns einigen. Bei 96% oder über 96%, 0,6%, wie gesagt, waren es ja, glaube ich, das sind dann 99,4 oder was, ist einfach so eine überragende Masse, dass es da keine Diskussion gibt. Und Leute, die was anderes behaupten, sind Idioten. Das ist meine Meinung dazu. Wo siehst du denn die Diskussion im Mainstream? Letztendlich, es gibt Leute, die eine andere Meinung sagen, da muss es ja, oder die eine andere Meinung haben, da muss es ja Diskussionen geben. Wo gibt es die? Hast du welche gesehen? Wo muss es Diskussionen geben? Allgemein so. Ob es den Klimawandel gibt oder nicht? Nein, muss es eben nicht. Wenn 96% oder 99,4% der Wissenschaftler sagen, das ist so, dann muss man sich darauf einigen und darauf mal hören. Wenn jemand, der sich mit Waschmaschinen auskennt, sagt, ey, deine Waschmaschine ist kaputt und die kann man so und so heil machen, dann höre ich auf den, weil ich keine Ahnung von Waschmaschinen habe. Und das dann nicht zu machen, ist dumm. Geht es denn da um Mehrheiten oder um Wahrheit bei dieser ganzen Klimadebatte? Um Wahrheit. Und muss man da nicht sagen, okay, wenn es Leute gibt, die sagen, es ist menschengemacht und andere sagen, es ist ja fraglich, ob das menschengemacht ist oder nicht, muss man da einfach nicht irgendwie Debatten führen, muss man da nicht diskutieren und nicht die Leute halt einfach als Klimaleugner diffamieren? Was meinst du? Klar, also man sollte sich da schon mit befassen. Ich habe mich jetzt nicht so genau damit befasst, dass ich jetzt sagen kann, inwieweit es wirklich menschengemacht ist, aber es ist auf jeden Fall auch menschengemacht. Also klar hat es schon immer irgendwie auch einen Wandel im Klima gegeben, so, aber ja, also klar muss man sich damit befassen und mit den Zahlen und ja. Gibt es denn einen Konsens bei der Wissenschaft? Bei der Wissenschaft würde ich sagen eindeutig. Also hinter Fridays for Future stehen ja 28.000 WissenschaftlerInnen. Und ich kenne jetzt... Entschuldigung, was zitierst du da? Welche 28.000 Wissenschaftler? Scientists for Future, das ist eine Bewegung, die auch hinter uns steht und die sich für uns einsetzt. Und ich weiß nicht, ob du mir einen Wissenschaftler nennen kannst von einem renommierten Institut, der dagegen spricht. Ich kenne jetzt keinen. Ja, siehst du denn solche Diskussionen im Mainstream, dass Klimakritiker eingeladen werden? Also hier in Hamburg ist ja das Max-Planck-Institut für Klimaforschung. Der ehemalige Präsident, der ist heute der größte Klimakritiker. Es gibt Nobelpreisträger, es gibt ganz viele Wissenschaftler, es gibt die Oregon-Petition, es gibt den Heidelberger Appell, es gibt ganz viele Wissenschaftler, die sagen, das hat nichts mit Wissenschaft zu tun. Wo sind die? Wo werden die eingeladen zur Diskussion? Von uns weiß ich nicht, also von uns werden die zurzeit gar nicht so eingeladen. Aber ich würde auch sagen, die Debatte sollte sich gar nicht so sehr darum drehen, ob der Klimawandel existiert oder nicht, weil es gibt genug wissenschaftliche Belege und Studien, die sagen, dass es einfach Fakt ist. Entschuldigung, wenn ich dich unterbreche. Es geht ja nicht darum, ob es den gibt oder nicht. Es zweifelt ja keiner, dass das Klima sich verändert. Es geht darum, ob der Mensch einen Einfluss darauf hat oder nicht. Ja, das kann man sich ansehen. Also es gab ja viele Warmzeiten in der Erdgeschichte. Und 5 von 6 wurden eben durch einen CO2-Anstieg verursacht. Und natürlich, es wird jetzt gerade wieder ein bisschen wärmer. Und wenn man sich allein anguckt, was für einen jährlichen CO2-Ausstoß wir auf der ganzen Welt haben, dann ist es nicht von der Hand zu weisen, dass der Mensch einen signifikanten Anteil daran hat mit seinen 7 Milliarden Einwohnern auf der Erde. When do we want it? Now! Who are we? Fridays for Future! What do we want? Climate justice! When do we want it? Wir wollen, dass Flugzeuge diesen Sommer auf dem Boden bleiben. Keep it on the ground. 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 Die Sache ist ja, es beziehen sich immer auf diese 97%-Studie von Cook et al. Und der Cook, der sagt selbst, wir haben diese Studie gemacht, um Unterstützung für die Umweltbewegung zu bekommen. Es gibt andere Forscher, die haben da genauer reingeschaut, die haben das nochmal genau gemacht. Und man sagt, okay, es gibt nur einen Konsens von 1,3%, dass der Klimawandel menschengemacht ist. Von 1,3%. Die Studie würde ich gerne mal sehen. Da kann ich mir nicht vorstellen, dass die irgendwie hieb- und stichfest ist. Das klingt so nach Schwachsinn, das kann ich gar nicht aushalten. Es gibt da sogar Spiegelartikel. Da gibt es sogar Spiegelartikel. Ja, das Ich zeige sie dir jetzt, okay. Vielen Dank für das Interview. Sehr gerne. Woran machst du das fest, dass das menschengemacht ist? Naja, so wie die Menschen mit der Umwelt umgehen. Also wenn man jetzt zum Beispiel auch an die Automobilindustrie denkt, oder ja, Umweltverschmutzung generell, klar haben die Menschen da auf jeden Fall ihren Beitrag zu geleistet, also durch den CO2-Ausstoß unter anderem. Thema CO2. Darf ich dich fragen, wie viel CO2 in der Atmosphäre ist? Was meinst du, wie viel? Oh, das weiß ich nicht. Also so genau, keine Ahnung. Okay. Aber bestimmt viel. Okay.
0,038%. Okay. Das klingt jetzt nicht so viel. Okay. Vielen Dank für das Interview. Ja, gerne. Also es gibt ganz klar Studien, die sagen, laut Wollen Sie interviewen oder wollen Sie ein Statement abgeben? wir sehen, wir werden hier beim Interviews unterbrochen von der Ordnerin. Nee, würde mich auch interessieren. Also ich muss auch sagen, ich bin persönlich kein Wissenschaftler. Ich setze mich damit auseinander, aber die kompletten Fakten habe ich ja auch nicht. Aber Also mich schreiben, ich habe einen YouTube-Kanal, ich war beim letzten Mal schon hier, hatte 120.000 Views mit dem Interview und da haben mich Wissenschaftler angeschrieben, die haben Lehrstühle für Physik, Experimentalphysik für 30 Jahre, haben mich mehrere Wissenschaftler angeschrieben, die sagen, die können ihre Meinung nicht mehr sagen, die Meinung wird unterdrückt, die sagen, sie verlieren ihre Jobs. Ist es das nicht gerade wichtig, dass Wissenschaft, dass da Diskussionen stattfinden, dass es da Diskussionen gibt, dass man halt sich nicht auf eine Meinung einigt? na, Diskussion ist immer wichtig, aber wenn es eine Meinung gibt, die faktisch richtig ist, dann sollte die ja nicht geleugnet werden. Also man kann darüber diskutieren, wie man das auslegt und was man daraus machen soll, aber wenn die Fakten da sind, dann sind die ja schwer anzuzweifeln. Okay, aber was heißt denn in Wissenschaft Fakten? Ein Experiment muss doch verifiziert werden, muss doch falsifiziert werden können. Gibt's das? Gibt's Experimente? Ich weiß es nicht, ich bin kein Klimawissenschaftler. Okay, alles klar, vielen Dank für das Interview. Ja, gerne. Mal eine Unterbrechung machen. Wir sind hier! Wir sind laut! Weil ihr unsere Zukunft klaut! Wir sind hier! Wir sind laut! Weil ihr unsere Zukunft klaut! So, ja, jetzt waren wir da gerade bei Friday for Future. Oliver war heute mein Kameramann, den kennt ihr ja auch schon von meinen Videos. Wir haben uns ja vor 4 Jahren damals bei Facebook kennengelernt und Oliver war dann eher so links. Jetzt hast du es zum ersten Mal richtig formuliert. Ja. Ich war eher so links. Eher so links, genau. Ja, und Oliver, willst du mal erzählen, was wir da gerade bei Friday for Future erlebt haben? Das war ganz schön krass, ne, wie die auf uns losgegangen sind. Ja, ich hatte ja eigentlich damit gerechnet, dass wir da lockere, unbefangene Gespräche mit Leuten führen können. Natürlich nicht mit den Kids, wir wollten da ja keine Kids vorführen, sondern wir haben bewusst das Gespräch zu etwas älteren jungen Leuten gesucht. Und überraschenderweise stand da dann direkt jemand mit daneben, der nicht nur mit einem halben Ohr hingehört hat, sondern offensichtlich mithören wollte, worüber wir reden. Und dann hat es auch nicht lange gedauert, bis dann jemand dazu kam, der uns auf eine, ich sag mal, nicht freundliche Art und Weise hat wissen lassen, dass wir da mit unserer Art der Fragestellung und überhaupt mit unserer Art der des Interviewstils nicht erwünscht sind. Und das ging dann tatsächlich so weit, dass man uns als Demagogen bezeichnet hat, was ich dann doch ein bisschen sehr überzogen fand. Und es war halt, ja, man hat halt einfach gesehen, man möchte da keine Kritik da an der Demonstration hören. Natürlich klar, wir sind natürlich hingegangen, wir sind dann natürlich eine ganz andere Meinung, aber wenn jemand eine andere Meinung hat, dann muss man einfach sagen, okay, komm, lass uns offen diskutieren. Aber die wollen uns halt einfach Interviews verbieten, sie wollten uns halt wegdrängen. Die wollten uns stören. Sie haben uns als Idioten, als Demagogen beschimpft und das war schon krass auf jeden Fall. Aber man hat gemerkt, dass sie tatsächlich dann so mit ihrer eigenen Haltung so ein leicht wenig kritisch umgingen, als ich sie dann gefragt habe, was sie denn unter Meinungsfreiheit verstehen und ob sie denn schon mal von dem Herren Voltaire gehört haben, was natürlich nicht der Fall war. Und ich es dann nochmal erläutert habe, was Meinungsfreiheit tatsächlich bedeutet. Das hat sie dann für einen Moment zum Einlenken gebracht, aber so einen nachhaltigen Effekt in dem gesamten weiteren Gesprächsverlauf hat es tatsächlich nicht gehabt. Also, es kamen dann auch noch weitere Angriffe, was ja zu sehen war in dem Video, was dann noch mit eingespielt wurde. Insgesamt, es war ja nun auch mein erster Auftritt in der Öffentlichkeit als ein sogenannter Klimaskeptiker, wobei ich mich nicht als Klimaskeptiker bezeichne, denn dialektisch gesehen ist das ein Unsinnsbegriff. Aber ich bezweifle so mehr oder weniger im fortlaufenden Prozess die Rolle von CO2, die es tatsächlich in der Atmosphäre spielen soll. Du warst ja eigentlich auch eher so ein Klimaalarmist, Alarmist, du warst halt eher sehr grün. Und was hat dich dann zum Umdenken bewegt? War das die Dauerpropaganda durch Große Freiheit TV? Natürlich nicht, aber es war eine interessante Anregung. Wir hatten ja nun in einigen Gesprächen auch uns über Namen mal ausgetauscht, wie zum Beispiel den Professor Dr. Werner Kirstein, den ich jetzt allen Zuschauenden auch nochmal ans Herz legen möchte. Verlinken wir ihn gerne. Ja genau, die den Namen noch nicht gehört haben. Und dann über ihn dann auch zu den Ausarbeitungen von Professor Dr. Gerlich und Dr. Teuchner gekommen sind.
der eine Ausarbeitung gemacht hat, eine wissenschaftliche Ausarbeitung, die da heißt The Falsification of the CO2 Atmospheric Greenhouse Effect within the Frame of Physics. Das haben Sie, glaube ich, auch auf Deutsch geschrieben. Ja, genau, das haben Sie auf Deutsch geschrieben. Genau, so quasi die Falsifizierung des CO2-Treibhauseffektes innerhalb des Rahmens der Physik. Und das hat mich dann tatsächlich doch zum Nachdenken angeregt. Also ja, das war's wieder von uns. Vielen Dank fürs Anschauen. Wir freuen uns auch wieder auf eure Kommentare zu diesem Video. Gebt uns auch gerne ein Like und folgt meinem Kanal bei Telegram. Hier bei YouTube wird ja die Meinungsfreiheit immer mehr eingeschränkt. Ja, ansonsten, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann, ciao, ciao. Ciao.